Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute gibt es die kleine Analyse zum Darmstadt-Spiel. Ich persönlich war sehr überzeugt von dem, wie wir gespielt haben, vor allem wie wir unseren Kasten verteidigt haben. Das hat mir diesmal sehr gut gefallen, nämlich sehr konsequent. Außer in wenigen Situationen, wo Darmstadt wirklich eigentlich eine Einschussmöglichkeit hatte. Da hatten wir aber diesmal das Glück auf unserer Seite. Das war auf jeden Fall eine Steigerung meiner Meinung nach zum Elversberg-Spiel, auch noch zum KSC-Spiel, würde ich sagen. Und das ist ja das Wichtige. Ich erwarte nicht von einem Patrick Sander, der bei der U23 davor trainiert hat, dass er auf einmal innerhalb von einer Woche alles ändert. Das kann man nicht erwarten, vor allem wenn die ganzen wichtigen Spieler eigentlich auf Nationalreisen waren. Da kann man nicht erwarten, dass er auf einmal das Blatt komplett dreht. Und deswegen bin ich auch davon sehr überzeugt, dass er allgemein das Blatt noch jetzt drehen kann in mehreren Wochen. Ähm, Ich glaube, dass ein Ottmar Schock sich aktuell keinen Druck machen muss, unbedingt einen neuen Trainer zu suchen. Das ist auch klar, aber jedoch würde ich gerne einen Daniel Thune an der Seitenlinie sehen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich denke mal, Patrick hat das sehr, sehr gut gemacht mit Ebold und vor allem Bankert. Ein sehr, sehr gutes Trio, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch an der Seitenlinie sehr präsent gewesen, Ebold, hat mit klaren Ansagen, hat auch die Jungs supportet, wie ich fand. Und das ist sehr, sehr wichtig, vor allem mental. Die Jungs haben sich sehr gefreut über diesen einen Punkt, das hast du gemerkt, wenn man im Stadion war, haben sich sehr, sehr gefreut, nämlich endlich mal wieder ein Comeback zu schaffen. Einen sehr, sehr erarbeiteten Punkt gegen den Dritten in der zweiten Liga zu holen, ist nicht einfach, vor allem gegen so ein starkes Darmstadt. Und dementsprechend haben wir auch ganz klar den Punkt verdient gehabt, denn wir hatten bessere Statistiken in eigentlich jeder Hinsicht. Und deswegen sehe ich das hier klar, dass wir uns einen Punkt erfaltet haben, aber mal wieder eigentlich zwei verloren haben, vor allem in der aktuellen Tabellensituation. Wenn man auf die Statistiken eingehen möchte in der zweiten Bundesliga, gehen wir hier mal auf das Spiel drauf und Spieldaten, dann sieht man schon klar, dass wir die bessere Mannschaft waren. Es gab nur wenige Statistiken, wo Darmstadt besser war, wenn es überhaupt eine Statistik war, und das waren die Luftzweikämpfe. Aber auch hier klar, weil sie einfach viel größer sind als wir. Und sonst geht alles an uns. Und das ist oft sogar relativ klar. Also, wir haben zum Beispiel von allen 6 Flanken von Darmstadt jede verhindert. Das ist sehr, sehr gut bei vor allem so großen Spielern, wie es bei Darmstadt der Fall ist. Natürlich musst du mehr aus deinen Chancen machen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen wieder in die Einzelkritik reingehen. Ich werde meine ehrliche Meinung sagen. So wie immer. Ich fange einfach mal mit den Auswechselspielern an. Ich verstehe, warum Grieb auf der Bank saß. Er hat überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Das fand ich sehr, sehr schade. Hat sehr, sehr lustlos gewirkt. Dementsprechend konnte ich auch verstehen, warum Hertha gespielt hat. Für ihn. Krempicki hatte einen interessanten Eindruck. Ich weiß nicht, es war relativ unauffällig. Das gehört auch so weit dazu, mit klitzekleinen Fehlern, die vielleicht ein bisschen gestockt haben. Ein bisschen Entscheidungsschwierigkeit gehabt, aber das nehme ich ihm auch nicht übel, wenn er dann so lange nicht mehr für die erste Mannschaft gespielt hat. Jedoch muss ich auch klar sagen, hat mir Starmach über die Zeit definitiv besser gefallen und ich hätte ihn gerne eigentlich wieder im Erstkader gesehen, weil er einfach meiner Meinung nach mehr Qualität mitbringt als Krempicki. Und zudem noch ein sehr, sehr junges, gutes Talent ist. Maxi Bräunig, wie gesagt, für mich gehört der Mann überhaupt nicht in den Profifußball, so wie er Fußball spielt. Das ist wirklich traurig. Also, ich weiß nicht, was er da vorne macht. Ich weiß nicht, was er versucht. Er lässt sich irgendwie gefühlt jedes Mal fallen, wenn er den Ball hat, um irgendwie einen Freischuss rauszukriegen. Mehr macht er leider nicht. Ich bin persönlich von der Leihe übelst enttäuscht. Und auch beim Einklatschen hat man gemerkt, dass ihn das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Hatte ich so ein Gefühl, da hätte ich lieber einen Unaiwu gesehen mit dem anderen Spielelement, der meiner Meinung nach ein bisschen mehr noch rein investiert, weil er vor allem beim Verein unter Vertrag steht. Dann Noah Pesch und Lurik, über die will ich jetzt keinen Eindruck sagen, weil die waren kaum auf dem Feld, das gehört so weit dazu. Aber sie sammeln wenigstens wieder ein bisschen Einsatz, auch wenn es nicht viel ist. Damit kommen wir zur Startelf. Reimann auf der Linie sehr gut gewesen, muss man sagen. Also das war gut gehalten. Und sonst die Flanken bzw. Abstöße waren leider jetzt sehr grottig. Eigentlich ging jeder zweite Ball nach außen, obwohl meistens gar kein Druck war. Und das fand ich sehr schade, aber sonst ein guter Rückhalt, ein sehr, sehr guter sogar. Gut gehalten. Was will man mehr eigentlich?
Hugonet und Mathisen, ich will die gerne beide verbinden. Das hat mir das alte Hugonet-Mathisen-Duo so ein bisschen gegeben. Die waren eigentlich so gut wie damals, beziehungsweise in der vorherigen Saison. Ich habe Hugonet gesehen wieder als Verteidiger, der sich durchsetzen kann, der sich ekelhaft durchsetzen kann. Und das hat er gemacht. Mathisen, der zwischendurch auf einmal in Räumen auftaucht, wo er gar nicht hingehört. Auch das habe ich gesehen. Mathisen, der aber grundsätzlich auch sonst einfach mal eine Gerätsche auspackt und ordentlich immer einen wegsenzt und kein Foul bekommt, weil es einfach unglaublich gut gemacht war. So einen Mathisen habe ich auch gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen, wie die beiden wieder gespielt haben. Ich hoffe, die bleiben dann auch auf diesem Niveau, denn unter Fegler war das leider gar nichts. Aber irgendwie jetzt unter Patrick Sander funktioniert's. Tobi Müller, auch hier muss ich Respekt sagen, hat sehr, sehr viel Gutes gemacht, einige Fehlpässe drin gehabt, aber das gehört auch dazu. Tobi sonst defensiv sehr, sehr stark gewesen, meiner Meinung nach. Hat die linke Seite sehr, sehr gut aufgehalten. Vor allem trotz Tempodefizit ordentlich mithalten können. Lubamo Musunda, der schnellste Mann auf dem Platz gewesen. Ja, war solide. Ich würde mehr gar nicht sagen. Ich würde eventuell sogar sagen, dass er vielleicht ein bisschen unauffällig war. Manchmal zu defensiv vielleicht. Ich mag ihn eigentlich immer, wenn er sehr, sehr offensiv steht. Aber hier bin ich sowieso aktuell nicht unbedingt der größte Fan von Lubambo, denn seine Phase stimmt irgendwie ein bisschen nicht. Aber sonst ein ganz gutes Spiel. Sehr solide. Ulrich, ja, was soll ich sagen, ist ein sehr, sehr junger Wilder, setzt sich durch bei Bällen, wo sich kein anderer durchsetzt. Das ist seine Qualität, er ist so ein kleiner Mohamed Kuri in Jung. Gefällt mir unglaublich gut. Wenn er noch ein bisschen besser in der Entscheidungsfindung wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er definitiv nächste Saison Bundesliga spielen wird. Und dann würden wir auch schon mehr Tore geschossen haben. Aber er ist jung. Er muss sich noch weiterentwickeln. Falco. Er hat sich anscheinend sehr, sehr gut gezeigt in der Woche. Und hat die Leistung meiner Meinung nach teilweise bestätigt. Holt sich eine frühe gelbe Karte ab, die war unnötig. Und dann bremst er sich damit ein bisschen selber. Manchmal die Entscheidungsfindung nicht gut, hat aber auch sehr viel Druck im Mittelfeld gehabt, weil er oft der einzige Anspielspieler war. Dadurch sehr, sehr viele Fehlentscheidungen, kleine Fehler drin gehabt. Aber das ist auch nicht schlimm. Bei Falco, ich sehe da großes Entwicklungspotenzial, wenn er dann noch ein bisschen sich auch ein bisschen in der Entscheidungsfindung verbessert. Nulle, sehr, sehr solides Spiel, oft durchgekommen links außen. Hat mir gut gefallen. Artig, zwischen Weltklasse und nicht so gut, würde ich mal behaupten. Aber das war schon immer so. Bloß in dieser Saison nochmal ein bisschen extremer, wie ich finde. Hat ein solides Spiel gemacht, mehr aber auch dann dementsprechend leider nicht. Aber Holmström, ja, war der Stürmer, den man sich gewünscht hat. Vorne ein präsenter Stürmer, der meiner Meinung nach es viel besser gemacht hat als Bräunig. Auch wenn Bräunig nicht lange auf dem Feld stand. Jedoch ist das nicht der Armstrong, den ich brauche fürs Tore schießen, denn ich glaube, er hatte nicht wirklich einen guten Abschluss. Und das gehört auch so weit dazu. Herrscher hat sich absolut alles aufgerissen. Respekt für die Leistung. Er ist, glaube ich, an seine absolute Leistungsgrenze gegangen. Hat ein gutes Spiel gemacht. Ist am meisten gelaufen, nicht ohne Grund. Ist jeden einzelnen Zentimeter gegangen, den er gehen konnte. Und deswegen vollsten Respekt für Herrscher. Gute Leistung. Hoffentlich bleibt er auf dem Niveau. Vielleicht nochmal einen Ticken besser werden. Und dann kann ich damit leben, wenn er außen spielt. Wieder. Aber zuletzt war das eher weniger. Deswegen hatte ich damit nicht unbedingt gerechnet. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Jedoch gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir nicht einen Punkt gewonnen haben da unten drin, sondern eher 2 Punkte verloren haben. Und das klar und eindeutig. Wir können natürlich jetzt den nächsten Step gehen. Dann gegen Preußen Münster, den müssen wir gehen, ganz klar. Sonst ist es wieder genauso schlimm wie vorher. Du hast nämlich jetzt vielleicht mal das erste Mal etwas Positives in der Mannschaft wieder, wie nach dem Dresden-Spiel. Das musst du nutzen. Vor allem jetzt gegen Münster, die kannst du jetzt auch noch mal ein bisschen weiter hinten reinhauen. Kannst auch 7 Punkte gleichziehen mit Dynamo. Die anderen haben alle schwere Gegner. Das musst du jetzt nutzen. Und dann gegen Bochum musst du auch gewinnen. Das sind die nächsten 2 Do-or-Die-Spiele. Das muss man schon so sagen. Wenn du jetzt weiter den Anschluss verlierst, wird es sehr, sehr problematisch. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob bis dahin noch ein Trainer vorgestellt wird oder nicht. Wir werden es sehen. Eure Meinung sehe ich sehr, sehr gerne in den Kommentaren.
damit, ciao Leute.